Hi, ich bin Nane und habe euch bereits vor ein paar Monaten erste Einblicke in meine Zeit in Australien gegeben. Mittlerweile bin ich wieder gut zu Hause in Deutschland angekommen und möchte euch nun ein abschließendes Fazit zu meinem Aufenthalt in Brisbane an der Cleveland District State High School geben. Wenn eure Wahl nicht auf ein Internat gefallen ist, dann ist das Leben in der Gastfamilie ein wesentlicher Aspekt der High School Experience. Diese werden in der Regel ein paar Wochen bevor es losgeht von den Schulen zugeteilt. Über die Agentur bekommt ihr dann ein Profil zugesendet, in dem die Gastfamilie sich vorstellt. Familienmitglieder, Hobbys, Fotos vom Haus. So kann schon ein erster Kontakt aufgebaut werden und die Vorfreude mit einem konkreteren Bild im Kopf weiterhin steigen. Bei mir war es so, dass ich nach den ersten 3 Monaten die Gastfamilie gewechselt habe, einfach weil es nicht zu 100% gepasst hat. Normalerweise wird dann aus dem Gastfamilienportfolio der Schule ein besseres Match gesucht. Ich hatte jedoch das große Glück, dass die Familie einer neu gewonnenen Schulfreundin sich dazu bereit erklärt hat, mich für die restlichen 9 Monate bei sich aufzunehmen. Diesen Wechsel zu machen, war für mich die beste Entscheidung meines gesamten Aufenthalts. Und deswegen habe ich mir für meinen Abschlussbericht überlegt, dass es schön wäre, die Sicht meiner Gastfamilie mit einzubringen. Ich habe daher meinen Gastvater Alan nach seiner Meinung gefragt. Ich glaube, dass unsere Situation aus 2 Gründen eher ungewöhnlich war. Erstens, wir hatten zuvor nie ernsthaft diskutiert, ob wir einen Gastschüler aufnehmen wollen, bis es dann soweit war. Und zweitens hatten wir Nane schon vorher kennengelernt. Dadurch hatten wir nicht wirklich Zeit, die Vor- und Nachteile für uns als Familie abzuwägen. Ein Gastschüler könnte sich respektlos verhalten, einen in schwierige Situationen bringen, schlechte Hygiene haben, etc. Jedoch sind andere Kulturen sehr beeindruckend und es ist immer interessant, wenn jemand einem selbst eine andere Perspektive auf die Welt bieten kann. Dazu finde ich persönlich Europa mit seiner reichen Geschichte äußerst faszinierend, ja fast magisch. Und da mein bester Freund in Deutschland lebt, habe ich zu diesem Land umso mehr eine besondere Beziehung. Anfangs besteht sicherlich großes Potenzial für ein etwas unbeholfenes Zusammenleben, aber je nachdem, wie kompromissbereit alle Beteiligten sind, geht dies schnell vorüber. Unsere Lebensweise zu zeigen, aber gleichzeitig die kulturellen Gewohnheiten des anderen zu respektieren, kann zeitweise schwierig sein und ist definitiv von den Sprachkenntnissen, der Herkunft und emotionalen Reife des Gastschülers abhängig. Als Gastfamilie fühlt man sich verantwortlich dafür, dass der Gastschüler eine gute Zeit verbringt und Zugang zu verschiedenen Aktivitäten hat. Letztendlich bin ich mir sicher, dass der Aufenthalt stark davon abhängt, wie kompatibel Familie und Austauschschüler miteinander zusammenleben können. Wir haben auf jeden Fall den Eindruck, dass Nane für uns eine lebenslange Freundin bleiben wird. Ich finde, dass seine Ansicht gut aufzeigt, dass nicht nur wir als Gastschüler uns Sorgen machen über die Menschen und den Ort, der uns am anderen Ende der Welt erwartet, sondern dass auch die Gastfamilie nicht einschätzen kann, wen sie bei sich aufnimmt. Die Gastfamilien sind sich daher der Verantwortung für uns definitiv bewusst und bemühen sich wirklich sehr, unsere Experience so schön wie möglich zu gestalten und uns möglichst viel australische Kultur beizubringen. Außerdem ist der Punkt der Kompatibilität, den mein Gastvater anspricht, extrem bedeutend. Sollte es beim ersten Mal vielleicht nicht zu 100% passen, kann ich nur empfehlen, offen mit der Agentur und den Koordinatoren in der Schule darüber zu sprechen. Wenn wir dann nämlich vor Ort sind, können sie uns als Person viel besser einschätzen und wissen dann eigentlich ganz genau, bei wem ihre Gastfamilien wir glücklich werden und leiten dann auf Wunsch dementsprechend den Wechsel ein. Allgemein ist meiner Meinung nach das Wichtigste, dass man sich nicht zu viele Sorgen macht, damit ihr eure Zeit in Australien wirklich in vollen Zügen genießen könnt. Ich persönlich würde an meinem Auslandsjahr nichts ändern und es genauso noch einmal wiederholen und hoffe, dass eure Zeit genauso schön wird wie meine. Damit sage ich Cheers mate and see you later. Let it all work out.